Got things to do. Ja, ich weiß, Bekowski. Und damit willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire. Hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und wenn ich euch eins sagen darf, ne, wenn ich eins nicht ab kann, dann sind das Kinderschänder. Wer den letzten Part gesehen hat... She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Das ist eine verdammt gute Frage, aber ich sehe das ähnlich wie Bekowski. June Ballard ist da nicht ganz unschuldig. Wilson's apartment hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Okay. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Ist das eine Schießerei oder was ist da los? Was ist denn Code Free? Oh, wir müssen Gas geben. Ja, wir hatten da gerade einen kleinen Unfall, aber das passiert schon mal. Ich glaube, Bekowski hat recht. Oh, hoffentlich werden wir an der Kreuzung nicht irgendwie eine krasse Kollidierung machen. Da ist es. Okay. Bishops Apartment. 9:15 am Morgen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben es hier sehr eilig. Attacke. You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Aus dem Aufzug links, okay. Komm rein, Bekowski, Mann. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Falsche Musik links raus. Give it up! LAPD! Okay. Und die haben richtig Bock. Was ist denn mit euch hier los? Was seid ihr für Spackos? Komm, Bekowski, Stefan, alles unter Kontrolle. Erstes ausgenockt. Den zweiten knocken wir mit aus. Bam. Und bam. Knock. Ouch. Bitches. Was waren das für zwei Bongos? Was seid ihr für Spackos? Ja, Schläger oder was? Die haben das Apartment aber ganz schön verwüstet, ne? Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. Ach, Mrs. Bishop? Perhaps you should sit down, ma'am. Yes. Okay. Yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Yes. Thank you. Just look at this mess. Okay, das waren tatsächlich Schlägertypen anscheinend. Nothing significant. Ah, und die haben uns den Hut von der Birne weggehauen. Gut, bevor wir mit der reden, schauen wir uns hier genau um. Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Da ist das Schwein, Marlon Hopgood. Hopgood. Und Mark Bishop, da ist das Schwein. Anscheinend, ich weiß es nicht. Circumstantial. Die beiden? Okay, die arbeiten gelegentlich zusammen, das ist interessant. Da liegt ein Buch. Don't think this is any use to us. Okay, Detective. So, was haben wir denn hier in der Küche? Ich glaube, Kochlöffel und so werden uns, glaube ich, auch nichts bringen, ne? Genau.
Eine Tasse wird uns, glaube ich, auch nichts bringen. Nö. Aber wir schauen uns hier ganz genau um. Man weiß ja nie, was man so findet. So, haben wir hier noch was? Ne, da sind nur die beiden. Gut, in der Küche ist anscheinend nichts von Relevanz. Okay, Cowboys. Für Mark Bishop mit Dank an Presented to Mark. Green Pros. Okay. Ein Sattel. Ein Sattel. Interessant. Hier liegt noch was auf dem Boden. Steht da? New Testament, okay. Testament, interessant. Warum? Vase, die ist wahrscheinlich auch nur unnütz. Ja, das denke ich auch, Detective. Okay, hier haben wir noch was. Halt. Da. Aha. I don't think so. Das ist, glaube ich, eine Buddha-Statue, oder? Ich kenne mich da nicht so aus. No offense. Ah, da sind die Hüte. Oder mein Hut. So, was haben wir hier? Ein Ring. I don't think this is going to help us. Ein Lippenstift. Das ist wahrscheinlich hier von Mrs. Bishop hier. Das Ankleidezimmer oder so. It doesn't appear to be connected. Und eine Haarbürste, interessant. Was ist das für ein Zettel? Aha. Zahlen Sie gegen diesen Scheckbetrag von $20.000 an. Lorna What do you Hopgood. have to do to earn $20,000? Okay, und Mark Bishop kriegt $20.000 von den Hopgoods. Interessant. It would take a smarter man than me to connect that. Okay. Aber wir haben noch nicht alle Hinweise. Die Musik läuft noch. Hier waren wir auch noch nicht. So, oh Gott, das ganze Chaos. Aha, ein Bild. Looks like the old movie set downtown. Aha. Alte Filmset aus Downtown. Intoleranz, Kampf der Liebe durch alle Zeiten von D. Griffith. Die Great große Wall Mauer of von Babylon. A Babylon. replica of a replica. D. W. Griffith. Jetzt haben wir alle. Okay, die große Mauer. Jetzt haben wir alle relevanten Hinweise. Dann können wir jetzt mit Frau Bishop reden. ...26 Jahre? Gloria Bishop. Okay, krass. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Mhm. Sehr hochnäsig. Okay. Da bin ich mir unsicher. Anzweifeln dann. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were Okay. both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Aha. Aha. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Das würde ich ihr sogar fast glauben. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Hopgood.
Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ja. Ist wieder nicht die Wahrheit. Ja, bin ich. Anzweifeln. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay. Erpressung? Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Hab bestimmt, dass es zu keinem Skandal kommt. Okay. Wahrheit ist das... Das kann doch nicht die Wahrheit sein, oder? Kacke. Oh Gott, Freunde. Also wenn wir das jetzt nochmal... rekapitulieren. So, jetzt habe ich das Wort. Sie hat uns zweimal... Hatte sie Anzweifeln. Also sie hat zweimal nicht die Wahrheit gesagt. Da hat sie aber ein anderes Gesicht gemacht als jetzt. Aber wo sie die Wahrheit gesagt hat, hat sie ganz genau und straight angeguckt. Wir haben jetzt nochmal einen Intuitionspunkt weggemacht. Also wir haben schon 2 bei ihr verbraucht, in Anführungsstrichen. Aber jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt mit der Alten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie sagt nicht die Wahrheit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, sie weiß mehr, weil sie muss doch wissen, was ihr Mann macht. Ja, ich habe das nochmal rekapituliert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das anzweifle, was du hier gesagt hast. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is, Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Ekelhaft. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Sie hat da nicht ganz unrecht, aber das war ja schon fast confirmed. Operator, give me dispatch. Lass da mal hinfahren zu dieser Meerjungfrau. Requisite, Laden, Phelps, Dingens, irgendwas. Ich will dahin. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Sehr schön. Ich würde sagen, da gehen wir mal schleunigst hin. Schleunigst. So, ab rein hier, Bukowski. An aging movie star, a wannabe starlet, and movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Ja, keiner von ihnen kann Schauspielen. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben bisher alle Fragen wirklich gut beantwortet. Gegen größtenteils Schauspieler. Anscheinend war die auch eine Schauspielerin. Okay, Jessica sage ich jetzt mal nicht so. Möchte gern. Jessica ist noch eine junge, naive Schauspielerin, aber naja. Hinder zu diesem Requisitenladen. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah,
You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Das war knapp. Careful! Ja, ein schwerer Fall. Also Bishop war ja schon confirmed jetzt, dass er die Kleine da missbraucht hat. Und dafür werde ich den dran kriegen, diesen Drecksack. Ich hoffe, den können wir auch ordentlich auf die Glocke hauen. Jetzt ist halt die Frage, was mit June Ballard? Also die Mrs. Bishop meint, sie hat die Kleine benutzt, damit sie die Filmrolle kriegt. Hat die quasi als Opfer dem ekelhaften Kinderschänder gegeben. Und, ach Gott, es ist sehr versteckt. Ich bin sehr gespannt. Da ist auch die Meerjungfrau. Silverscreen Requisiten. 10 vor 11 fast. Rein da. Oh Gott. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Das ist dieser Hopgott. Okay, interessant. Überall Bilder. Ah, Ritterrüstung. Eine Jukebox. Interessant. Interessant. Ah, guck mal hier, Leinwände. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Okay. Hier sind diese Vorsprechen. Aha. Oh, noch so ein Kopf, den wir da beim Unfall gefunden haben. Das sind nicht Pillen, oder? Chloralhydrat-Tabletten, giftig, für Gegenmittel sofort Arzt Doping a verständigen. 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Ist das ekelhaft. Da ist noch so ein Kopf. Noch mehr Köpfe. Diese indischen Liquien. Boah, ekelhaft, ey. Ihr seid ekelhaft. Turn off the lights, Hopgood. Kann man da Why would I durchgucken? want to do that? Weil ich das will. One-way mirrors. There's a room on the other side. Das ist nicht euer Ernst. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Das ist nicht euer Ernst. Not sure this means much. Hier ist anscheinend dieser Aufmachungsraum für die Frauen, die hier das Casting haben. Not everything here is going to be relevant. Ja, ich schaue mich hier trotzdem nochmal um. Sicher, sicher, Phelps. You couldn't fit a rat through there. No good to me. Pass mal auf, Bukowski, was wir hier so finden. Da ist doch der Raum, oder? Da ist der Spiegel. Ah, nee. Ist der Raum da doch nicht? Oh, da bellt der Hund. Wie kommen wir in diesen Raum hier rein an der Seite? Das ist die Frage. Wie kommen wir da rein? Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir da von der Seite durchkommen. Das habe ich mir wohl zu einfach vorgestellt. Weil hier können wir auch nichts kaputt machen, wa? Kommen wir hier von außen da vielleicht rein? Aha. Jetzt bin ich auch mal sehr gespannt. Wo sind wir denn hier? Hier ist auch keine Hinweismusik.
Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Türen gucken. Ich weiß zwar nicht, wie wir von hier aus da hinkommen sollen, aber... Das ist sein Büro, ne? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist verkehrt. Okay, hier sind wir verkehrt. Hier sind wir durchgegangen. Gut. So. Da, oder? Da ist eine Tür, oder? Nee, ist es nicht? Doch. Komm, da kann man durch. Aha. Alter, was haben die denn hier angestellt? Sind die nicht ganz dicht? Komm, da geht's rein. Das gibt es nicht. Geheimer Kameraraum. Was sind das für Schweine, ey? Ein Schwert? Wahrscheinlich so ein... Na, kann man aber nichts mitmachen. Scheint irgendwie ein Soundbug mit einer Dose zu sein. Bishop Pictures. Titel Jungle Drums. Mark Bishop, Adresse Ecke 8th Street and Francisco Street. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Aha. Aha. Oh nein. Mark Bishop, Jessica Hamilton. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Leere Filmdose. Was haben wir hier? Los Diablos. Oh Gott. Den perfekten Blick da rein, ne? I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Haben wir hier noch nicht alles gefunden? Echt nicht? Können wir die Filmrolle, die Kamera dann nicht noch untersuchen irgendwie? Aber hier müssen wir doch jetzt alles haben, oder nicht? Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Na, ich glaube nicht. Was für Schweine, die beiden, ey. Doch, da kann man... Gott. Selbst auf die Toilette. Lass mich zu dem Drecksack dahin. Darf ich dem aufs Maul hauen? Bitte, Stefan. Lass mich den aufs Maul hauen. Du hast ein Problem, Kollege. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Du lügst. Drecksack. Du lügst. I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Ja, das ist mir egal, aber hier stimmt noch was nicht. Wir haben uns hier nämlich noch nicht umgeschaut. Weil die Musik, Leute, die Musik. Die Musik. Oh, oh, Zeitung. Oh, oh, oh. Flashback. Drogenflut auf der Straße. Polizei jagt Schmuggelware aus Armeevorräten. Flashback. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz.
and he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cullen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Syrettes. Yeah, syrettes. Right. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey! Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Okay. Ich glaube, Shane hat Probleme. Ich glaube, Shane hat Probleme. Interessant. Wie sich das dann noch mit einfügt in das Spiel, da bin ich... Aha. Freunde. This is where you sprang from. Jetzt ist die Musik auch weg. Und jetzt gehen wir zu dem Sack da nochmal. Und jetzt werden wir den richtig in die Zange nehmen. Wir haben noch was zu bereden. Nochmal. Ich weiß, ihr seht das jetzt zweimal, aber ich muss noch mal gucken. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Ach, du hast ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen? Ja? Du hast ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und deswegen... Jessica Hamilton mit Chloralhydrat betäubt. Oder wahrscheinlich auch Jude Ballard mit Chloralhydrat betäubt. Mark Bishop hat sie missbraucht. Da hinten ist Chloralhydrat. Du willst mir sagen, der war schon lange nicht mehr hier? I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Ich will dich nicht einschüchtern. Ich habe Beweise, Kollege. Und zwar das hier. A 15-year-old girl told me how she was drugged and molested at a casting house. I found the chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. Der lügt doch. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Starrer Blick. Das ist, glaube ich, die Wahrheit. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. Mm-hmm. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. Ja? Kollege? Was ist aber mit diesem gegossenen Schrumpfkopf? Oder die Filmrolle? Die leere. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. Nee. Wenn er jetzt mit der Erpressung kommt, dann denke ich mal, die erpressen die beiden, also die beiden erpressen den mit der leeren Filmdose. Enough! I've been in your peep room, Hopgood. I've seen your smut pictures and the camera setup. You made a movie of Jessica. I found the canister. The deal is I get to sell the movies to burlesque houses and private collectors.
These movie guys love seeing their cocks on screen. But part of the arrangement is I never filmed their faces. June had me film Bishop, and then she kept the movie for insurance. He went apeshit when he realized his face was front and center. Who has the film now? Who else? McAfee. Aha. Krass, was ist das denn, Alter? Ballard had what she wanted. Where does the money come into it? What money? Willst du mich verarschen, Junge? Willst du mich verarschen? Enough of the lies. I told you, I get my cut selling dirty movies. Willst du mich verarschen? Alter. Your ex was getting 20 large from Bishop. If I wanted to skim 20 from Bishop, we'd do it through the movie budget. June said she'd sell him the film once the movie had wrapped, but Guy wanted cash. He's in a cash-only business. You think I had a choice in this? That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Boah, weg mit dem Schwein. Okay. Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. To stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Haha, Bekowski, du bist ein cooler Hund, ey. Sehr schön. LOL. Oh shit, get us out of here. Okay. Und die schießen auf uns. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Alter Schwede. Okay, die müssen wir auch abhängen. Ja, dann schieß mal bitte, Bekowski. Während ich versuche, die abzuhängen. Alter Schwede. Uida! Keep it steady. I'll try and bust his tires. Ja, schießt du auch mal, Junge? Da sehe ich aber nichts von. Phelps. Take this guy out. Ja, warte, komm her. Dann soll der mal herkommen. We need to lose those fools, Phelps. Kann ich auch nach hinten gucken? Nee, ne? Komm mal her hier. So. Drecksack. I'm a little exposed here, Phelps. Sehr schön. So, ihr wollt auf uns schießen? Leckt mich. Der ist nicht tot? Hör auf. Wir sterben. Freunde, wir haben... ein Problem. Phelps. Oh oh. Ja, das kennen wir alle schon. Das kennen wir auch schon. I don't think they like your little pep talk, Bekowski. Oh shit, get us out of here. That's no
They really don't want anybody getting the bishop before they do. Wie kriegen wir das am besten? Oh, da läuft natürlich alles jetzt über die Straße. Aber wir kannst auch mal schießen. So, der hat sich selber aus dem Verkehr genommen. Von Honk. Nice. Die sind down. Die Drecksäcke sind down. Die sollen uns doch verlieren. Pass mal auf. Nee. Wie soll ich den denn rammen, wenn er hinter uns ist? Ja, fahrt. Oh, fuck. Jetzt habe ich einen mitgenommen. Passanten. Scheiße. Oh, jetzt geht's hier ganz schön ab. Oh, let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. Chill. They say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McCaffrey really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Recht hat er. Guckt euch mal die Karre an. Ja, Freunde, das war mal maximale Überlängen-Part. Ich würde mal sagen, im nächsten Part gehen wir da zu diesem Filmset und hoffen mal, dass wir Bishop lebend noch kriegen und ihn verhaften können und ihn vor den Richter stellen können für das, was er der kleinen Jessica angetan hat. Bis dahin, Leute, habt noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.